schön, dass ihr vorbeikommt und willkommen an alle, die neu sind und mich eventuell noch nie gesehen haben. Ich bin die Kuchenfee, ich bin gelernte Konditorin und Content Creator und jeden Sonntag, genauso wie zwischendurch donnerstags, gibt es Videos genau in diesem Format hier auf meinem Kanal. Also falls du noch kein Abonnent bist, würde ich mich super freuen, wenn du das nachholst. Einfach auf das Abonnieren klicken und du wirst benachrichtigt, wenn es neue Videos von mir gibt. Wir machen heute ein Video-Remake, weil die Zimtrollen, die ich euch schon mal abgedreht habe, die sind mittlerweile uralt. Also das Rezept ist genau das gleiche geblieben, aber das Rezept Video ist einfach so alt und irgendwie total peinlich, weswegen ich das einmal neu drehen wollte und euch quasi daran erinnern wollte, dass es das Rezept schon gibt. Ich habe vor einigen, ich glaube vor ein paar Wochen war das, habe ich das in der Insta-Story gepostet, dass ich gerade Zimtschnecken am Machen bin, Zimtrollen, Zimtschnecken, und ich weiß nicht genau warum, aber das hat anscheinend so viele angesprochen, dass ich ewig viele Nachrichten bekommen habe. Kannst du das mal zeigen? Ich möchte ein Rezept. Wo finde ich das? Wie geht das? Mach mal. Und dann dachte ich mir, People, das Rezept und das Video gibt es schon ewig lange, aber ich glaube, das ist das Problem, dass es das schon so ewig lange gibt und ihr das deswegen eventuell nicht findet. Und das war dann der Anlass für mich, das nochmal für euch neu zu filmen. Wir machen ein ganz, ganz klassisches Rezept ohne viel Schnickschnack, Hefeteig, super leckere Füllungen, kleine Glasur drauf, hervorragend. Ich kann mir aber super gut vorstellen, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, aber ich denke, das wird im nächsten Anlauf dann so sein, dass wenn ihr zum Beispiel Walnüsse da reinschmeißt oder ein paar geriebene Äpfel oder Birnen oder irgendwelche anderen Nüsse, dass das unglaublich lecker ist. Das heißt, wer das eventuell noch nicht ausprobiert hat oder mal so eine andere Version von Zimtschnecken haben möchte, vielleicht probiert ihr das mal und lasst mich in den Kommentaren wissen, wie das Ganze funktioniert hat und wie lecker das wirklich war. Weil ich kann mir nur vorstellen, dass es einfach ultra lecker sein muss. Ja, gut. Ich quatsche nicht lange. Ich lasse euch jetzt direkt ins Video. Vergesst nicht, in der Infobox zu schauen für das Rezept. Das ist wie immer da unten verlinkt. Und ja, wir sehen uns am Ende des Videos nochmal. Bis gleich und viel Spaß! So, dann lasst uns mal mit den Zutaten für den Teig starten. Die sind super einfach und hier habt ihr vielleicht bis auf die frische Hefe alles schon zu Hause. Aber ja, natürlich, ihr könntet auch getrocknete Hefe nehmen, das wäre kein Problem. Und da würdet ihr genauso fortfahren, wie ihr das hier jetzt bei mir mit der frischen seht. Das heißt, in eure Schüssel mit dem Mehl schaufelt ihr so eine kleine Mulde. Da bröselt ihr dann die Hefe rein und gebt ein bisschen was von eurem Zucker da drauf, bedeckt das Ganze mit dem warmen Wasser und lasst das dann für, weiß ich nicht, 10-15 Minuten stehen, dass die Hefe, das ist jetzt hier bei mir im super Zeitraffer, damit die Hefe einfach Zeit hat, ein bisschen aktiv zu werden, ein bisschen aufzuwärmen, sich schon so leicht anzulösen und halt einfach, damit die ihr Ding auf jeden Fall machen kann. Und wenn das dann der Fall ist und das schon so ein bisschen schaumig aussieht, könnt ihr die restlichen Zutaten dazu tun. Die Butter ist bei mir auf Raumtemperatur, das ist wichtig. Das würde aber auch mit flüssiger Butter funktionieren. Eine Prise Salz ist ganz wichtig, die kommt noch rein. Die wiege ich nie richtig ab, das wisst ihr, die schmeiße ich einfach so von der Hand aus rein. Und ja, dann lasse ich aber alles mit meinem Knethaken in meiner Küchenmaschine auf langsamster Stufe für, keine Ahnung, wie lange lief das, 10 Minuten oder so laufen, bis ihr da einfach einen schönen geschmeidigen Teig rausbekommt. Wenn ihr jetzt nicht unbedingt eine Küchenmaschine habt, könnt ihr das selbstverständlich per Hand machen, mit ein bisschen Geduld, aber das Ergebnis ist trotzdem das gleiche. Einfach ein bisschen kneten, bis das Ganze zu einem geschmeidigen Teig zusammenkommt. Der sollte auch nicht ultra klebrig oder so sein, sondern sich super gut vom Schüsselrand lösen und ihr solltet quasi wieder eine saubere Schüssel daraus bekommen. Und wenn das dann der Fall ist, könnt ihr den Knethaken rausnehmen und die Schüssel mit irgendwas bedecken. Bei mir war es jetzt hier so ein Deckelchen. Ich habe das 1,5 bis 2 Stunden stehen lassen, bis sich mein Teig an Volumen verdoppelt hat. Und hier geht es jetzt schon direkt weiter mit dem Verarbeiten. Das heißt, auf meiner Arbeitsplatte habe ich eine Prise Mehl mir noch drauf gestreut, damit es nicht festpappt, obwohl, wie gesagt, der Teig klebt kaum. Und habe dann angefangen, das auszurollen. Und die Dicke ist meiner Meinung nach überhaupt kein Thema. Da hatte aber auch jetzt letztens jemand bei Instagram nachgefragt. Ihr rollt das einfach, bis ihr denkt, das ist gut. Ich habe das noch nie nachgemessen und ich kann euch auch gar nicht richtig schätzen, wie dick oder wie dünn das ist. Auch die Maße von dem Teig, die sind bei mir manchmal 5 cm länger, mal 5 cm kürzer. Also solange ihr so ein einigermaßen gleichmäßiges Rechteck habt, seid ihr eigentlich super gut dabei. Guckt nur, dass es halt nicht ultra dünn gerollt ist, sondern ihr da halt
noch ein bisschen Substanz habt. Und dann kommt die Butter da drauf. Die war bei mir schon angeschmolzen, weil ich die zu nah am Ofen hatte stehen lassen. Aber auch hier, ihr könnt das wieder mit flüssiger Butter machen. Das war ja bei mir jetzt so halb der Fall. Oder mit weicher Butter und die dann halt darauf verstreichen. Dann kommt der Zimt, wichtig, klar. Da bin ich immer sehr großzügig, ich mag das total gerne. Und dann meine Zuckermischung aus braunem Zucker und weißem Zucker. Einfach drauf, das sieht ein bisschen viel aus, aber so wie sich das verteilt mit den Geschmäckern nachher ist das eigentlich gar kein Problem. Und ich finde das überhaupt nicht zu süß. Aber ihr könntet da auch ein bisschen weniger Zucker nehmen, kein Problem. Ich hatte da noch Bock darauf, eine Hälfte mit so gehackten Nüssen extra drauf zu packen. Und ich hatte auch noch ein bisschen so Karamellsoße, die habe ich auch noch drauf geschmissen, weil super Kombi, oder? Ich kann mir aber auch super gut vorstellen, dass ihr da zum Beispiel noch Rumrosinen oder sowas reinschmeißt. Also ich glaube, wie gesagt, die Variationen sind da endlos. Ihr rollt das dann halt, nachdem ihr draufgeschmissen habt, worauf ihr Bock habt, rollt ihr das auf von der langen Seite, bis ihr halt so einen richtig schönen Strang habt. Keine Wurst, wir sind nicht beim Metzger, wir haben einen Strang. Und dann könnt ihr das auch schon portionieren. Ich hatte, ohne das jetzt drauf zu achten, habe ich wieder 16 Stück daraus bekommen. Das habe ich auch in meinem Blogpost, in meinem Rezept so aufgeschrieben, dass ihr da wahrscheinlich ungefähr 16 Stück rausbekommt. Wenn ihr die aber kleiner oder größer haben möchtet, dann müsst ihr da eben nicht 16 Stück draus schneiden. Dann könnt ihr da auch, 12 Stück draus schneiden. Das sind dann zwar voll die Brocken, aber das würde auch funktionieren. Also da auch wieder ganz locker, guckt einfach, wie viel dabei rauskommt und wie dick ihr die haben möchtet. Und bei mir kamen halt 16 Stück raus. Die habe ich dann in meine Auflaufform hier gelegen, die habe ich leicht eingefettet, aber das ist auch kein Muss. Ihr könnt auch ein bisschen Backpapier drunter legen, aber so richtig anpappen tun die eigentlich auch nicht, meiner Meinung nach. Ich habe dann für diese Nuss-Karamell-Dinger hier so eine Papierform genommen, die hatte ich vor Ewigkeiten mal bei Teddy gekauft. Habe die dann da reingelegt. Und das Ganze, nachdem alles in der Form gelandet ist, nochmal für eine halbe Stunde stehen lassen, damit der Teig auch nochmal ein bisschen aufgehen kann. Das Ganze dann in meinen vorgeheizten Ofen gepackt. Das sieht dann so aus, also vor dem Ofen sieht das so aus. Die sind nochmal ein bisschen fülliger geworden und dann ab in den Ofen gewandert. Und in der Zeit, wo die jetzt am Backen sind, habe ich mich um meine Glasur gekümmert. Im Blogpost habe ich euch natürlich ein genaues Rezept aufgeschrieben. Ich hatte aber leider kein Puderzucker mehr da, musste ein bisschen improvisieren, was aber kein Problem war. Das heißt, ich habe anstatt Puderzucker ein bisschen Milchmädchen genommen, gesüßte Kondensmilch, so, und habe die dann benutzt. Das funktioniert auch, aber das genaue Rezept, gerade für die Glasur, steht natürlich im Blogpost. So sehen die dann aus, wenn die aus dem Ofen kommen. Da blubbert auch noch alles so ganz lecker vor sich hin. Und ich habe die dann relativ zeitig auch mit meiner Glasur glasiert. Haha. Und habe die dann so abkühlen lassen. Dadurch, dass das alles noch ultra warm ist, schmilzt die Glasur so ein bisschen in alles rein. Und es ist einfach ultra lecker. Also ich bin da ganz gespannt, was ihr zu sagen habt. So sahen die dann aus. Ich habe die halt ein bisschen abkühlen lassen, bevor ich die verzehrt und genossen habe. Aber wie ihr jetzt gleich auch nochmal hören werdet, lauwarm sind die meiner Meinung nach am besten. Und schneiden lassen die sich, wenn ihr es richtig gemacht habt, wie Butter. Und so einfach, also ich finde wirklich einfach gehen Zimtschnecken mit ein bisschen Zeit, weil Hefeteig ist halt eine kleine Diva und braucht einfach ein bisschen Zeit. Könnt ihr eigentlich super leckere Zimtschnecken machen. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, die so frisch wie möglich zu essen und vielleicht sogar noch lauwarm zu essen, weil so genieße ich die am liebsten. Vielleicht noch ein bisschen Eis da drauf oder ein bisschen Vanillesoße. Ich glaube, die Optionen sind endlos, aber ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß beim Nachbacken. Schreibt in die Kommentare, wie euch das Rezept gefällt oder ob ihr das halt schon mal probiert habt. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Vergesst auch nicht das Anklicken der anderen Videos, genauso wie das Abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Am besten ganz schnell nachholen. Und wir sehen uns dann halt im nächsten. Macht's gut!